Genau, also jetzt geht es weiter mit unserer Industry Session. Da werden 3 Hersteller von Laufzeitumgebungen für Java EE bzw. Jakarta EE ihre Produkte vorstellen. Es geht los mit IBM, danach kommt Oracle und zum Schluss Payara. Ja, und jetzt wäre Claudia an der Reihe. Claudia Beisiegel. Alles klar. Könnt ihr mich gut hören? Ja, laut und deutlich. Hi. Super. Hey. Ich bin hier 30 Minuten südlich von San Francisco. Es ist 6 Uhr morgens. So. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ich heiße Claudia Beisiegel und ich bin ein Produktmanager. Wenn ihr nochmal zurückgehen könnt auf die erste Seite, ja. Ein Produktmanager bei IBM. Ich arbeite mit Emily zusammen. Wir haben sogar das gleiche T-Shirt an heute, ohne uns abzusprechen. Und ich bin Produktmanager für WebSphere, Liberty und Kundenengagement. Ja, ich wohne schon seit 15 Jahren in Nordamerika, also entschuldigt mich, wenn ich etwas Deutsch und Englisch vermische, aber ihr hört euch ähnlich an, wenn ihr über so Softwarezeug redet. Wie gesagt, es ist mir eine Freude, hier bei der Veranstaltung zu sein, um über Jakarta EE und Cloud Native Innovation zu reden. Und ich werde über die neuesten Richtungen bei IBM, über WebSphere, Liberty und Open Liberty Runtime sprechen und über den Wert, den wir darin sehen, ein strategisches Mitglied der Jakarta EE Arbeitsgruppe zu sein. Wenn wir zur nächsten Seite gehen könnten. Ich denke, alle Unternehmen, einschließlich IBM, stehen vor der Herausforderung, Innovation und Transformation schnell umzusetzen. Und es ist oft das klassische Innovator-Dilemma, wo man Innovationen und Veränderungen versucht, so schnell wie möglich auszuliefern, um mit dem Markt Schritt zu halten. Und gleichzeitig muss man sich den Auswirkungen bewusst sein, die aktuelle IT-Entscheidungen später haben werden. Sie werden sich vielleicht bei diesen, oder ihr werdet euch bei diesen Zahlen hier im Unternehmen erkennen, technische Schulden oder Technical Debt. Prozentzahlen können natürlich unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen sein. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass unabhängig von den genauen Zahlen alle Organisationen oder Unternehmen mit weniger Technical Debt mehr Innovation erreichen können. Nächste Seite bitte. Als WebSphere Application Server oder auch WAS mit herkömmlichen Applikationen-Server Ende der 90er Jahre zum ersten Mal ausgeliefert wurden oder 1990er, sah die Technologiewelt natürlich noch ganz anders aus. Die Hardware, auf der WebSphere lief, hatte nach heutigen Maßstäben eine bescheidene Rechenleistung. Die Netzwerke waren viel langsamer und die Arbeitsspeicher- und Festplattenkapazitäten waren begrenzt. Auch die Softwareentwicklung folgte dem Waterfall-Prinzip und das führte natürlich zu einem Design, das monolithische Applikationen bevorzugte. Wie Emily gesagt hat, nichts Schlimmes, nothing evil, right? Aber ist halt einfach Teil der Geschichte. Anfang 2000 entstanden virtuelle Maschinen als Ansatz zur Vereinfachung, aber es wurde immer noch clusterspezifisch für jede Runtime entwickelt, wie bei uns zum Beispiel WebSphere Network Deployment oder ND. Im Laufe der Jahre haben sich dann Infrastrukturen und Methoden weiterentwickelt und in 2012 haben wir dann IBM WebSphere Liberty entwickelt, als Folge der zunehmenden Nachfrage nach leichteren und agileren Laufzeiten und um Entwicklern zu helfen, Anwendungen schneller und effizienter bereitzustellen. Diese Anwendungen waren aber immer noch hauptsächlich monolithisch, aber sie wurden mit agileren Methoden entwickelt. Und mit WebSphere Liberty begann dann mit einem bescheidenen API-Satz, der wurde bald erweitert, um die vollständigen Funktionen von Java Enterprise Edition, zum Beispiel EE7, und zu unterstützen. Von Anfang an war es möglich, in Liberty die APIs an Funktionen zu unterteilen, sodass sie nur basierend auf Anwendungs- und Betriebsanforderungen entwickelt werden müssen. Es wird auch oft Composable Runtimes genannt. Im Laufe der Jahre wurde Open Source zu einem wichtigeren Aspekt und bei der Einführung von Software generell. Und deshalb entschieden wir uns bei IBM für den Wechsel zu einem Open Source First Entwicklungsmodell mit durch Open Sourcen von WebSphere Liberty als Open Liberty. Seht ihr oben in der rechten Ecke oder links, wie ihr immer seht, mit dem kleinen Space Saucer. Das ist unser Open Liberty Zeichen.
Etwa zur gleichen Zeit wurden Microservices immer beliebter, so wie Emily auch erzählt hat. Und in Zusammenarbeit mit einer Reihe anderer Anbieter fügten wir dann als IBM Unterstützung für Microprofile 1.1 hinzu. Und die erste Microprofile-Version, die speziell für Microservices entwickelte APIs verfügbar machte. Als Oracle 2018 Java EE zur Eclipse Foundation beisteuerte und zur Jakarta EE wurde IBM strategisches Mitglied der Jakarta EE Arbeitsgruppe. Und wir unterstützen alle Jakarta EE Versionen von Anfang an. Seitdem hat IBM die neuesten Jakarta EE und Microprofile Standards weiter vorangetrieben und eingeführt. Mit dem Wachstum von Microservices kam natürlich auch mehr Innovation. Container führten bald zur Container-Orchestrierung über Kubernetes und andere Plattformen sowie OpenShift von Red Hat. Um Kunden bei der Modernisierung ihrer traditionellen Application Workloads zu unterstützen, hat IBM zwei Ansätze mit WebSphere und Liberty. Der Schwerpunkt von traditionellen WebSphere liegt auf Stabilität. Um dies zu ermöglichen, hat IBM die Unterstützung für Java 8 auf den traditionellen WebSphere Application Server bis mindestens 2030 angekündigt. Das war, glaube ich, vor ungefähr 3 Jahren. Und mit erweitertem Support, wenn nötig, bis 2033. IBM, wir stellen immer sicher, dass wir weiterhin die Sicherheitsfunktionen, Datenbankunterstützung, Betriebssystemunterstützung weiterhin funktionieren und sicher bleiben. Und das ist auf traditionellen WebSphere. Mit Liberty liegt der Fokus natürlich auf erstklassigen Support für Cloud-Native-Anwendungen und Vereinfachung der Modernisierung von traditionellen Anwendungen. Das bedeutet starke Kubernetes-Integration, APIs für die Entwicklung und Bereitstellung von Microservices und verbesserte Konfiguration und API-Fidelity mit dem traditionellen WebSphere. Wir können zur nächsten Seite gehen. Liberty unterstützt ein breites Angebot von Unternehmens- und Cloud-Native Java APIs und hat immer eine leitende Rolle bei der Zertifizierung von diesen neuen Versionen gespielt. Liberty war das erste kommerzielle Produkt, das 2016 für Java EE7 zertifiziert wurde. Und wir waren auch die ersten, die 2019 Jakarta EE8, dann 2020 EE9 und 2021 letztes Jahr Jakarta EE 9.1 zertifiziert haben. Und wir waren auch die ersten, die die Unterstützung für die verschiedenen Versionen von Microprofile APIs bereitstellten. Hier ist noch eine interessante Tatsache. Der exakt gleiche Beta-Code von zum Beispiel 21003 wurde verwendet, um letztes Jahr Liberty sowohl für Jakarta EE 9 als auch für 9.1 zu zertifizieren. Das gilt für Java SE 8 und 11 auch. Keine Änderungen waren erforderlich. Das ist ein Beweis von der Architektur und Entwicklung von Liberty. Liberty erfordert keinen Migrationsaufwand von einer Version zur anderen. Und es wird auch oft als Zero Migration genannt, ist bekannt, da die modulare Architektur es ermöglicht, jede benötigte Version zu verändern und zu verwenden und zu installieren. Wir sind natürlich weiterhin auch das ganze Entwicklungsteam aktiv an der Entwicklung von diesen API-Spezifikationen bekannt als Contributors, Committers, Spezifikationsleads und wir sind auch Teil von Steering Committees. Wir wollen einfach weiterhin immer wieder bestätigen, dass IBM sehr interessiert ist und die volle Unterstützung für Jakarta EE und Microprofile-Architektur anbieten. Nächste Seite bitte. Liberty befasst sich auch mit allen Aspekten der Entwicklung. Wie auf der vorigen Chart gezeigt, bieten wir Dev-Modus an, einen schnellen Dev-Test-Debug-Cycle in der Inner Loop an. Wir speichern die Code-Konfigurationen und Sie können sofort Ergebnisse in einem laufenden Server einschließlich in Containern sehen. Liberty stellt Plugins für die gängigsten integrierten Entwicklungsumgebungen oder IDEs bereit. Open Liberty und WebSphere Liberty werden für die gängigsten öffentlichen Repositories veröffentlicht. Plugins für Maven und Gradle erleichtern die Integrierung. Und auf Standards basierende APIs von Java EE, Jakarta EE und Microprofile helfen bei der Erstellung von Anwendungen, die eine Herstellerabhängigkeit vermeiden. Schließlich bietet Liberty die Integration mit den gängigsten Test-Frameworks an, wie
Junit, Herculean, Microshed Testing in Container Tests an. Right, nächste Seite. Hier sind noch ein paar Zitate, die zu den Erfahrungen von Entwicklern und Benutzern mit Liberty zeigen. Ich leite auch einen Kunden-Advisory Board, zu dem ihr alle herzlich eingeladen seid. Jede Woche biete ich Sessions an, in denen ihr Fragen stellen könnt und direkt mit den Experten interagieren könnt. Ich glaube, das ist auf der nächsten Seite. Ihr seid also, ich glaube, es ist jeden Donnerstag oder Freitag, bitte zur nächsten Seite, jeden Donnerstag oder Freitag einfach nachschauen auf dieser Registrierungspage und teilnehmen an diesem Advisory Board. Und da ich aus San Francisco arbeite, habe ich die schöne Brücke hier auf das Bild getan. Nächste Seite bitte. Webs for Liberty sind heute in Webs for Hybrid Edition verfügbar. Es besteht aus allen bekannten Editionen der Webs für Familie, einschließlich Liberty. Und wir sehen Liberty als der empfohlene Ausgangspunkt für neue Workloads und ist unser empfohlenes Ziel für Modernisierung von Java-Anwendungen. IBM Java Runtime ist auch darin enthalten. Davon erhält Liberty seinen Größteil seiner Leistungs- und Kostenoptimierung. Die Zahlen hier auf der rechten Seite sind von einem Forrester TEI Report. Da ist auch ein Link hier auf der Chart. Auf jeden Fall mal nachschauen. Das ist praktisch ein Konglomerat von 4 Firmen, die erzählt haben, wie sie durch Liberty und Hybrid Edition mehr Produktivität haben. Die IBM Java Distribution, die auf unserem Open9 JVM basiert, wurde kürzlich als IBM Xamarin umbenannt. Haben Sie vielleicht auch schon gehört. Die Vorteile, die auf dieser Seite sehen, 50% Entwicklerproduktivität und so weiter, wie ich schon gesagt habe, ist aus diesem Forrester TI Report. Nächste Seite. Ich glaube, das ist meine letzte. Wir haben hier einige nützliche Links natürlich und Ressourcen. Bitte schaut euch um, probiert Open Liberty aus. Es sind auch viele Guides dort. Es ist ganz einfach anzufangen. Einfach mir schreiben oder anderen Leuten hier, die ihr durch die Links seht. Lasst uns wissen, was ihr davon denkt und hoffentlich seht ihr, dass Liberty viel anzubieten hat und dass IBM immer weiterhin unterstützt, die Jakarta EE Microprofile und Java-Ökosystem unterstützt. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Super. Danke, Claudia. Ich gucke mal, ob es hier Fragen gibt im Raum. Ich hoffe, dass ich sie beantworten kann. Also ich habe auf jeden Fall eine Frage. Natürlich gerne weiterleiten. Ja, ich habe eine Frage. Das hattest du gerade auch auf der letzten Folie, das Xamarin heißt der Bild. Ne? Ist das einfach ein OpenJ9-Bild oder was ist jetzt Xamarin im Verhältnis zu OpenJ9? Ja, Xamarin ist hauptsächlich eine Umbenennung, wie ich schon gesagt habe, von der Runtime. Müsste ich nochmal genau nachschauen. Es ist hauptsächlich eine Umbenennung von der existierenden Runtime. Okay. Sorry, müsste ich mehr Kein nachforschen, Problem. aber ja, es ist OpenJ9 JVM basierend. Okay, danke. Ja, ansonsten sind, glaube ich, keine Fragen da. Nee, im Chat bisher auch nicht. Genau, dann sage ich auf jeden Fall einmal Danke an dich und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zum nächsten Sprecher. Ja, vielen Super. Dank, Claudia. Ciao. Ciao. Ach, schon weg. Okay, Gunnar Hillert von Oracle. hallo? Okay, könnt ihr mich hören? Ja, wunderbar. Genau, hören Gut. ja. Wir sehen Folien, wir sehen dich noch nicht. Oh, ihr seht mich noch nicht. Ist so? Okay, dann ich höre gerade. Nee, sollte. Ja, wir starten einfach mal, wenn es für dich okay ist. Ich höre gerade außer Regie, das ist jetzt so, genau. Okay, Bild wird aber übertragen eigentlich. Also solltet mich eigentlich auch sehen können. Genau, aber Folien sehen wir auf jeden Fall hier schon mal. Okay, gut.
Dann will ich mal loslegen. Hallo allerseits, im Namen von Oracle danke ich euch dafür, dass ihr euch die Zeit für diese Session genommen habt und für euer Interesse an Jakarta EE. Mein Name ist Gunnar Hillert, ich bin Committer für das Coherence-Projekt. Über die letzten Jahre habe ich an verschiedenen Open-Source-Projekten mitgeholfen, habe für mehrere Jahre auch die Java-Benutzergruppe von Atlanta geleitet in den USA und dort auch mit DevNexus eine bedeutende Konferenz mitbegründet. In dieser Präsentation geben wir euch ein kurzes Update bezüglich Oracle und Jakarta EE, wie wir Jakarta EE unterstützen und wie wir Jakarta EE Technologien in unseren Produkten nutzen, um euch bei der Entwicklung von Enterprise-Anwendungen mit Jakarta EE zu unterstützen. Wie viele von euch wissen, war Oracle ein maßgeblicher Unterstützer für Java EE über die Jahre. Im Jahr 2017 im Zusammenhang mit der Eclipse Foundation, anderen Dienstleistern und Mitgliedern in der Community haben wir Jakarta EE ins Leben gerufen, um eine offene Community zu schaffen. Wir haben bedeutende Anstrengungen unternommen, um Oracle Java EE Schlüsseltechnologien inklusive Spezifikation, Implementierung wie Glassfish und TCKs nach Jakarta EE zu transferieren. Nichtsdestotrotz sind wir ein wichtiges Mitglied der Entwickler-Community geblieben. Oracle ist weiterhin ein strategisches Mitglied der Jakarta EE Working Group und nimmt aktiv an den jeweiligen Ausschüssen teil. Und obwohl wir froh sind über die breitere Teilnahme der Community und Jakarta EE, so bleiben wir doch auch ein wichtiger Contributor. Darüber hinaus sind wir in der Microprofile-Arbeitsgruppe beigetreten und sind ein aktiver Contributor dieser Gruppe, die Jakarta EE-Technologien benutzt und mit ihrer Arbeit auf ihnen aufbaut. Oracle hat wesentliche Schlüsselinvestitionen in seine Produktpalette unternommen, um Jakarta EE und Microprofile zu unterstützen. Dies ermöglicht euch, diese Technologien mit den bestmöglichen Implementierungen und Support zu benutzen. Diese beinhaltet die Integration mit Cloud-nativen Technologien wie Containern und Kubernetes, die zu wesentlichen Bestandteilen von Cloud-Native-Anwendungen geworden sind. Oracle Enterprise Cloud Native Java besteht aus den folgenden Produkten: WebLogic Server, der branchenführende Applikationsführer, der federführend bei der Umsetzung von Java EE war und welcher heute als Jakarta EE 8 kompatibel zertifiziert ist. Hillert, ein modernes, leichtgewichtiges und quelloffenes Java Microservices Framework. Es nutzt Jakarta EE, unterstützt Microprofile Standards. Dann Coherence, an dem Projekt arbeite ich mit, welches den In-Memory Data Grid Markt als erstes Produkt diesen erst geschaffen hat, kann als verteilter Cache, als In-Memory Datenspeicher für Microservices und/oder Datenbearbeitungsplattformen benutzt werden. Wir haben große Bestandteile von Coherence über die letzten Jahre quelloffen zur Verfügung gestellt. Des Weiteren haben wir mehrere dezidierte Integrationspunkte zwischen Coherence und Applikationsservern sowie Microservices Frameworks geschaffen. WebLogic, Coherence und Hillert unterstützen und nutzen Java und GraalVM und stellen eine umfassende Entwicklungsumgebung sowie eine einzigartige Kombination von Enterprise Support und innovativen Fähigkeiten für Laufzeitumgebungen bereit. Als nächstes haben wir Verisano, eine Enterprise-Container-Plattform, die wir erst vor kurzem vorgestellt haben, wurde mit Open Source geschaffen und nutzt die besten Cloud-nativen Technologien. Verisano ermöglicht es nicht nur, eure Anwendungen via Kubernetes bereitzustellen, sondern diese auch zu sichern und zu verwalten. Und dabei unterstützt Verisano private und Public Clouds sowie Multi-Cloud-Umgebungen. Ihr könnt dabei nicht nur WebLogic, Coherence und Hillert einsetzen, sondern auch andere Frameworks und auch mehrsprachige Microservices. Wir ermöglichen die Modernisierung eurer Anwendungen mit unseren Technologien unter Benutzung von Standards wie Jakarta EE und Microprofile. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, WebLogic, Jakarta EE Anwendungen zu entwickeln, die innerhalb von containernativer Kubernetes-Infrastruktur ausgeführt wird. Wir haben dafür die notwendigen Open-Source-Werkzeuge gebaut, die dies einfach möglich machen. So könnt ihr Microservices mit Anwendungsframeworks wie Hillert entwickeln und einsetzen, die neben euren bestehenden WebLogic, Jakarta EE Anwendungen laufen.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, diese Microservices mit Oracle Coherent zu kombinieren, um Caching oder In-Memory Processing zu nutzen, mit dem Ziel, diese cloud-nativen Anwendungen flexibel zu skalieren. Dazu könnt ihr Verisano benutzen, welches eure containerisierten Anwendungen über mehrere Clouds hinweg verwalten kann. Verisano bietet dabei flexible Unterstützung für mehrere Laufzeitumgebungen. Wie gesagt, ich bin selber Committer für Oracle Coherence und die Integration mit anderen Frameworks. Und in Bezug auf Jakarta EE kommt der Jakarta EE Support für Coherence mit Coherence 22.09. Das wird dann im Herbst der Fall sein. Kurz zur Zeit sind wir noch dabei, 22.06 zu veröffentlichen. Das sollte in Kürze passieren und beide sind aber dann haben Langzeitunterstützung, LTS-Support. Und 22.09 wird dann halt die Jakarta EE APIs benutzen. Wie gesagt, dezidierte Unterstützung für verschiedene Anwendungsframeworks besteht auch für Helidon, Micronaut sowie für Spring. Zum Beispiel, ich arbeite zum Beispiel auch mit beim Coherent Spring Projekt und im ersten Halbjahr 2023 erscheinende Version 4 wird dann auch Java 17 und Jakarta EE 9 APIs sogar voraussetzen, aufgrund der Voraussetzungen, die durch das Spring Framework 6 und Spring Boot 3 gegeben werden. Da, wie gesagt, die Zeit relativ begrenzt ist, habe ich hier noch mal kurz einen Überblick auf die verschiedenen Technologien, die bei uns benutzt werden und da auch weiterführenden Links zu mehr Informationen zur Verfügung gestellt, die ihr euch anschauen könnt. Und wie gesagt, ihr könnt uns auch gerne erreichen. Und vielen Dank für die Präsentation, dass ihr dieser Präsentation beiwohnen konntet. Und wie gesagt, wir bei Oracle sind stolz dafür, an der Evolution von Jakarta EE für cloud-native Enterprise-Anwendungen mitzuhelfen. Vielen Dank. Jo, super. Vielen Dank, Gunnar, für den Einblick. Ich gucke mal eben, ob es hier im Raum Fragen gibt. Gibt es Fragen dazu? Nein, im Chat bisher auch nicht. Okay, sieht nicht so aus. Dann würde ich einmal sagen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und ja, du hast es ja schon gesagt, wir haben heute nicht so viel Zeit in der Industry-Session, deswegen gehen wir auch direkt weiter zu Steve Millidge. Hi, you can hear me okay? Yes. Hey, we can hear you. Okay, I apologize for my bad German, which I'm not going to say. Okay. Yeah. Thanks for inviting me to the conference. What I'm going to talk about today is Jakarta EE and Payara 6. Can you see slides? Because I can't at the moment. Nope, not at the moment. Okay. So, but you are sharing some slides at the moment, or? I thought they were uploaded, but okay. I can do if I get it to work. Okay. Okay. Now we can see the slides. Okay, let's go with that. Okay. Okay, I thought they were uploaded. All right, apologies for that. So hi, thanks for inviting me. I'm Steve Millidge. I'm CEO of Payara. I'm also a member of the Jakarta EE working group and a committer and a project lead for a number of the specifications. So Payara, if you don't know, are strategic members of the Jakarta EE working group. We deliver the Payara platform, which is both Jakarta EE and microprofile compatible. What I'm going to do in this presentation is actually take you through some of the Jakarta EE 10 changes and the impact that has on developers and
and business, and also then talk about our plans for Payara 6, which is our Jakarta EE 10 compatible release of the Payara platform, and how we're going to continue to support Jakarta EE 8, because obviously there are many developers that are still on Jakarta EE 8. Okay. Right, next slide isn't going now. Okay, can you see that? Right. So first I'm going to talk about Jakarta EE 10 changes. So Jakarta EE 10 is due out in July, and Jakarta EE 10 is a big deal because it's the first release that will have changes from in the underlying APIs of Jakarta EE. So Jakarta EE 8 was the first release at the Eclipse Foundation. Jakarta EE 8 was basically a identical API release to Java EE 8 and was there to provide API compatibility and to show that Jakarta EE and Java EE were effectively equivalent at that point in time. Jakarta EE 9, which came out, about, I can't remember, 18 months ago or so, or 2 years ago, was all about a namespace change, which I'll talk about, from the JAVX namespace to the Jakarta namespace. So that has no real functional benefit for people and was really there as a tool release for vendors to get their tooling and their products used to the Jakarta namespace change and do that on a stable platform where there weren't other changes. So Jakarta EE 10 is a big deal because it's the first release that has substantive changes in the APIs. So obviously the first big thing that if you're a Jakarta EE or Java EE 8 developer is that you have to contend with is the namespace. So on the namespace change, everything that has JAVX is moving to Jakarta. And obviously that's a big breaking change. So all the APIs that people use in Jakarta EE will need to be moved from JAVX to Jakarta. Things like EJB, annotation, mail, I've highlighted a number in yellow on the slide, which are very common APIs and very common in applications. So this impacts Jakarta EE in quite a big way as a developer because you need to do that migration. You need to run on a Jakarta EE 10 platform, you will need to migrate your applications to this new namespace. But Jakarta EE 10 also has a bigger, wider impact on the industry, as many of these APIs are widely used in other frameworks. So, things like Jakarta.jms or JAVX.jms is heavily used in many frameworks, including Spring. We have JAVX persistence, which is obviously used heavily as well, just the persistence API, and even things like XML binding, which are used widely in the industry, not even in application server or server-side frameworks. So that is also moving to the Jakarta namespace. So it's not just an impact on Java EE developers, it's an impact on a lot of the industry. So, and this impact will have a wide change, and there's a big breaking change to applications. The next major part of Jakarta EE 10 is the Java version has been uplifted. So in Jakarta EE 8 and 9, API jars were compiled at JDK 8. In Jakarta EE 10, they will be compiled at JDK 11. Now that may seem, not that modern in that we all want JDK 17, but all that means is that the APIs can be used in a JDK 11 runtime. It doesn't prevent people certifying and building products like Payara, which already runs on JDK 17, and running those on JDK 17, and it doesn't prevent your application from using JDK 17 APIs. So if you want to use JDK 17, then absolutely Jakarta EE 10 will support it, and we can test as a vendor our application server running JDK 17. But the baseline APIs are compiled at 11. The reason we do that is just to make sure that at the pure API level and class path level that we're being as inclusive as we can and
incorporating and enabling many developers to use the APIs. So Jakarta EE 10 had a number of goals at the very top level. At the steering committee level, there was 3 key goals that we wanted to achieve with Jakarta EE 10. The first was modernization. So what we did around modernization first is we removed or made optional a lot of deprecated old capabilities or features of previous versions. So things like old style CMP entity beans, which people remember from or may not remember from many years ago, can now be completely removed. They're nominated as optional, so we can still ship it, but other vendors or other implementations can completely remove it. So there were also obviously Java SE 11 baseline support was brought in to bring it up to more modern Java JDK levels. Also, a lot of the specs were upgraded. Jakarta EE, Java EE hadn't been moved for a few years, so support for completable futures, fork join pools, modern things in the latest versions of Java was up to Java SE 11 was brought into APIs, so APIs could use date time. We're also introducing JPMS metadata for every API, and so that was the key goal on the modernization. There was also simplification as well. So we wanted to bring in broader use of annotations for deployment across the platform. For example, previously in Java EE 8, many people still don't use this, but it's possible to define data sources through annotations. You don't need deployment descriptors for that. You don't need to use vendor tools to create data sources. You can embed them in your application. So there's been wider use of that. And in one of the specs that I'm a committer on, a concurrency, we've put in place annotations so you can create thread pools or manage thread pools or manage executive services through and embed them in your application as deployable application scoped resources. Simplification was also around moving and again deprecating a lot of things, but also better integration onto a CDI base. So again, in concurrency, we brought some annotations in around asynchronous, which basically are designed to use and expand the capabilities of your basic CDI bean. And that will be a theme, I think, going through further releases of Jakarta EE. Finally, lightweight was a key theme. Again, simplification and pruning makes the platform more lightweight. But however, we also introduced something called the core profile. And the core profile is a reduced set of APIs designed to support more lightweight frameworks, lightweight applications. One of the key benefits that I see around Jakarta EE 10 is it gives life for other vendors and other frameworks to join Jakarta EE and deliver runtimes for developers that may not have been able to do so before because of a lot of the legacy and fat that was in from many years ago. Because of the breaking changes in the namespace, there's been the ability to bring in other breaking changes in different APIs. So Jakarta EE 10 is a big update. Everything on this slide, and this is a slide from Eva from the Eclipse Foundation, everything that is in blue is being updated. So every one of those APIs that's in blue, every one of those blue APIs that has a .0 has had a major release. So there's a lot of new capability, a lot of new features in Jakarta EE 10. I have a couple of slides where I'll go through some of them very briefly, and that's just a flavor really. So there's quite a lot of change. There's quite a lot, some of it is breaking and some of it's not. Anything with a .0 was allowed to do breaking changes. So the other thing brought in, as I said, was a core profile. This introduced something called CDI Lite. So CDI Lite is the baseline of core profile, and that provides a reduced subset of CDI that is
compatible with ahead of time compilation, or also for compile time optimization. So it removes things that require runtime reflection. Things like portable extensions and some other capabilities in CDI are removed from that, and new capabilities brought in specifically for smaller, lighter runtimes that don't need deployment, which is a sort of departure from normal Jakarta EE. And then the rest of the APIs are essentially aligned with microprofile. So it's designed for creating microservices. Obviously, you have REST at the top, and then JSON processing, and then a couple of other supporting APIs on top of the CDI Lite. So this is a new profile that's coming in Jakarta EE. I'm going to have a quick whiz through a couple of changes. I won't go through the whole slide, given the time frame, but one I was heavily involved in with concurrency. So that's bringing in innovation from, that was originally a microprofile around context propagation, bringing that into Jakarta EE to more support context propagation scenarios, where what I mean by that is so the context to run in asynchronously in Jakarta EE, so including security context, transactional context, the ability to inject beans or those things, which is tricky if you just use raw threads. And that was upgraded to support computable futures, fork join pools as managed executor services, and things like that. Faces has had a big update. A lot of stuff's been removed. So JSP support and managed beans is gone. And again, it's been more unifying on top of CDI. Jakarta REST has had a minor update. I think they're waiting for the next release for their big major update, but it has some capabilities around multi-form part forms. It has a new Bootstrap API, again, which helps people building core profile implementations. CDI, so CDI bean discoveries moved away from like all beans if there's nothing in a beans.xml to only annotated beans, which I think helps a lot of people and makes it a lot more performant and predictable. CDI Lite I've already mentioned, and then security. So Servlet, has removed a lot of the old deprecated capabilities. So that's a major release, a breaking change. Securities brought in new microservices and web-oriented authentication like OpenID and OAuth, and JSONB has brought polymorphic types, and JPA has a lot of sort of minor updates, which are quality of life updates, which are great to see. So with Jakarta EE 10 being a breaking change, I just wanted to touch on Payara, Payara 6, and how we're supporting Jakarta EE 10. So Payara 6 Alpha 2 was released quite a while ago now, sometime at the beginning of the year. That was essentially the second release of our first development stream, if you like, on Payara. So we did designate an alpha if it's not functionally complete. That was certified Jakarta EE 9 compatible, so that was the first step for us, to take that Jakarta EE 9 tooling release and make sure that we could port the whole server so it runs on the new namespace and achieves basically the equivalent functionality as Jakarta EE 8, but on the new namespace. So we did that at the beginning of the year. So the series of releases that we're doing is we also released sort of February, March timeframe, Alpha 2. That again is Jakarta EE 9.1 compatible, but that also supports microprofile 5. So that's microprofile version in the Jakarta namespace. So that's our second step. The third step that we're looking at now, and the dates have slightly slipped because we're aligned to Jakarta EE release dates, and my current understanding is that Jakarta EE 10 will be released in July sometime. So it just slightly slipped into Q3. So we're intending to release an Alpha 3 that will contain a full set of the new specifications, and with a fair wind will also be Jakarta EE 10 compatible. And then
At some point, we'll also release a beta. So again, alphas are not necessarily functionally complete. The beta should have all the capabilities that we're intending to release in Payara 6, including being Jakarta 10 compatible. We're hoping to align the alpha or the beta with a Jakarta 10 release dates. And then sometime later in Q3, we'll do a Payara 6 final release, and that'll be the production release on community. And then enterprise, which is our enterprise product, which is the enterprise version, will be following sometime in essentially Q3 to maybe Q4 2022. So the way we're supporting both Jakarta EE and Jakarta 8 and Jakarta 10 is on this slide. So at the minute in Payara 5 community, or at the top of the chart, it is essentially a Jakarta 8 runtime, but you can currently deploy Jakarta 9 applications. And what it does internally is it transforms the namespace on the fly back to the old namespace and runs your application as a Jakarta 8 app. And as you can see, that supports right up to Java 17. So Payara 6 community, as of now and as final, will essentially be a totally Jakarta 10 runtime, supporting JDK 17 and JDK 11. And then when we ship Payara 6 Enterprise, because of the breaking change of the namespace, and because a lot of our customers will need the capability to upgrade, but still not necessarily upgrade all their applications, then we're intending to embed abilities for Jakarta 8 apps to be transformed to Jakarta 10. And that means going the other way. That means taking the JAVX namespace and moving it to the Jakarta namespace. And we do that as far as we can. Obviously, there are breaking changes. For example, if Faces uses managed beans, then you may have to do some code changes as well. So to put that on another slide, essentially at the moment, Payara community supports Jakarta 8 with Payara 5. That will switch sometime probably now Q3 2022 to Payara 6, and that stream will then be a Jakarta 10 runtime, and you'll need to upgrade to Jakarta 10. There will be a bit of an overlap, and we'll do a final 5 sometime after our 6th release, just to roll up any major bugs and things that we have left lying around. And then currently on the enterprise stream, we still support Java EE 7 applications right up to 2025, and that again it still supports JDK 7 as well. Payara 5 itself in enterprise will be a Jakarta 8 application server, and that will be in support right through to February 2028. So we have a 10-year life cycle. Because that came out in 2018, then that will be supported to 2028. And then Payara 6, as I say, will be launched in Q3 or Q4 2022, and that will be an EE10 application server. So in our enterprise product, we will basically, if you want to still stay on Jakarta 8, Payara Enterprise is what you need. So we have 6 more years of Jakarta 8 support on enterprise. We're also providing that tooling to transform applications from Jakarta 8 to Jakarta 10 as far as we can, and deploy and run Jakarta 8 applications on Payara 6 Enterprise. We also have a whole lot of assistance and accelerator, which is our consultancy to help people migrate to Jakarta 10. We're also providing tooling, command line tooling, and upgrade advisors that will basically take people's WAR files, transform them to the latest namespace, and also advise where incompatibilities may arise between 8 and 10, and which areas where application features may have disappeared or API features are no longer available. And finally, Payara as a whole, we are a Jakarta EE company, so we want to be first for Jakarta EE developers. And what that means is where we basically concentrate on supporting the Jakarta EE programming model and allow you to deploy applications on anything from tiny devices with Payara Micro or in containers right through to hybrid cloud with a forthcoming Payara cloud product.
We're strategic members of the Jakarta EE working group, and we're working in the standards bodies, in the specifications, and we're committed to driving forward Jakarta EE 10 and 11 and beyond. So, thank you. Thank you, Steve, for your talk. Are there any questions from the audience? No, doesn't look like. Okay. Yeah, then thank you very much, and hope to see you soon in person. That'd be nice. Bye-bye. Bye. Thanks.